Hallo Leute und willkommen zurück zu FreeTMK Gaming und ihr hört es sicherlich schon. Heute gibt es nun also das erste Video in Deutsch, so wie ich es schon angekündigt hatte in dem kleinen Announcement-Video. Es gibt natürlich Subtitles, die kann man unten rechts im Fenster aktivieren. Ich habe da schon gesehen, es gibt so eine YouTube-Funktion da, so eine automatische Funktion. Aber ob die jetzt so toll ist, ob die Erkennung da jetzt so gut ist, weiß ich nicht. Also da werde ich schon mal reingucken müssen. Und ja gut, wenn das nicht reicht, dann werde ich da schon sicherlich noch irgendwie was Manuelles zu machen oder so. Wird sich dann zeigen, denke ich. Ansonsten dachte ich mir, wir gucken uns heute mal den neuen Chinukai an. Das ist der erste japanische Panzer. Tier 5 Medium. Und ja, ich würde sagen, wir gucken uns den mal heute mal an und schauen mal so, was der so drauf hat, ob der was taugt und ob man den kaufen könnte oder sollte im nächsten Patch. Gut, also ich würde sagen, wir überfliegen mal so eben die Stats. Machen das diesmal ein bisschen kürzer wie sonst. Ich denke, das ist sonst immer ein bisschen langweilig. Also, wir schauen mal kurz drüber. Wir haben 480 Hitpoints, okay, nichts Besonderes. 21 Tonnen an Gewicht. Naja. Engine Power ist ein bisschen niedrig mit 240 PS. Das ist schon, naja, also sehr schnell ist das Teil jetzt nicht wirklich. Ähm, Speed Limit ist okay, 38 km/h. Traverse Speed ist auch eigentlich in Ordnung. Panzerung ist relativ schlecht, also mit 50, 25 und 20, da reißt man nichts in Tier 5. Auch mit 75 an der Turmfront, weiß ich nicht. Ist auch nicht gewinkelt oder irgendwie sowas, also da glaube ich nicht, dass wir da irgendwie was reißen werden. Ja, keine Ahnung, das Gunmantlet hier ist wahrscheinlich ein bisschen dicker, aber keine Ahnung, also Panzerung eher nicht vorhanden. Die Gun ist gar nicht so schlecht für Tier 5. 75 mm, Type 5. 12 ROV, das ist okay. Relativ gute Pen. Damage ist auch nicht so schlecht mit 125. Accuracy ist, naja, 0,37 für Tier 5. Warum nicht? Aiming Time 2,3 Sekunden könnte besser sein. Ähm, gut, ist jetzt keine Super Gun, aber okay. Ich sag mal so, die Gun ist verglichen mit den anderen Stats schon so ziemlich das Beste am Panzer. Ja, ist nicht unbedingt jetzt auch der beste Panzer, wie ich finde, aber naja, gut. Ähm, Territorial Speed, also Turmdrehrate ist auch okay, 30. Aber es, sag ich mal, das ist alles nichts, was jetzt irgendwie Bäume ausreißen würde in dem Tier. 350 Meter View Range und 400 Meter Signal Range. Also, naja, eher so average, würde ich mal sagen. Also wenn man jetzt so auf die Stats guckt, sieht man nicht unbedingt, warum der Panzer jetzt irgendwie besonders sein soll oder warum man jetzt gerade den kaufen sollte, wenn man auch, keine Ahnung, einen Panzer 4 Schmalturm kaufen kann. Gut, der ist Tier 6, aber trotzdem. Ich habe jetzt hier mal an Equipment, habe ich jetzt hier mal einen Gun Lane Drive reingeknallt. Für die Aiming Time von 2,3 Sekunden, dass man den mal ein bisschen runterkriegt. Weil ich denke schon, also, dass man den nicht wirklich an der Frontlinie spielen sollte. Eher so ein bisschen als Sniper im Hintergrund oder aus, ja, was heißt im Hintergrund, aber zweite Reihe, so würde ich den spielen. Und ja, da ist 2,3 Sekunden einfach vielleicht auch ein bisschen wenig, deswegen habe ich gedacht, machen wir mal hier so einen Gun Lane Drive rein. Dann habe ich Coated Optics. Das ist einfach, keine Ahnung, man kann natürlich hier auch was anderes nehmen, zum Beispiel Rammer oder sowas, aber ich habe mir gedacht, Coated Optics, 350 Meter View Range, vielleicht wenn man dann doch mal snipen will, mal ein bisschen zurückhängt, in einem Busch sitzt oder so, dass man dann auch mal ein bisschen weiter gucken kann. Also das, ja, dachte ich mir jetzt einfach mal so, nehmen wir das mal und einfach Ventilation, keine Ahnung, ist gut für alles und warum nicht. Ich hatte jetzt einfach gedacht, Gunrammer hätte man auch nehmen können natürlich, logischerweise, aber weiß ich nicht, also 12 Roff ist eigentlich schon ziemlich gut und deswegen habe ich mich jetzt mal dafür entschieden. An Munition habe ich dabei eigentlich fast alles normale AP. Ich habe noch ein paar APCA eingepackt, vielleicht für die schweren russischen Panzer oder sowas. Da könnte man die dann wahrscheinlich schon mal brauchen oder auch wenn man da noch mal Tier 7 ist oder so. Einfach für solche Fälle habe ich die mal eingepackt. Paar HE noch, aber jetzt auch nicht viele zum Decappen oder so. Meine normalen Consumables, Repair Kit, First Aid Kit, Extinguisher. Nichts Besonderes. Jo, das ist so mein Setup. Also ich denke, an der Frontlinie sollte man den wirklich nicht spielen, denn wirklich, also Panzerung nicht vorhanden, ja. Sehr schwach nur und auch, naja, nicht angewinkelt oder irgendwie sowas. Also der wird nicht viel aushalten, ja. Auch wenn er relativ viele Hitpoints hat für ein Tier 5 Medium, aber das wird ihm dann halt auch nicht so lange helfen. Ansonsten Crew Skills habe ich jetzt nochmal keine assigned im Moment. Ähm, ja, was wäre dafür gut? Ich denke, dafür könnte man auch durchaus auf jeden Fall hier, wo ist es? Na, Sixth Sense nehmen, also das könnte schon gut kommen bei dem. Ansonsten würde ich Repairs gehen, also keine Ahnung. Ja, wie gesagt, ich finde, das ist jetzt kein wirklich besonders spezieller Panzer, der jetzt irgendwo drauf
pochen würde, dass man da jetzt unbedingt irgendwas braucht oder so. Also, naja, ich weiß nicht. Ist jetzt auch nicht besonders groß, wenn man mal vergleicht mit Panzer 4 oder so. Sieht man auch schon größentechnisch. Ist ja eher sogar ein bisschen kleiner, also, no. Keine Ahnung, also es ist jetzt kein strenger Sniper oder so, aber ich würde ihn schon eher defensiver spielen. Einfach schon allein, weil er einfach keine Panzerung hat. Ja, das ist einfach, weiß ich nicht. Das wird, denke ich mal, sonst einfach nicht funktionieren. Ja. Also an der Frontlinie gegen KV1 und so weiter. Ich glaube nicht, dass das klappt. Ich würde sagen, gehen wir mal ins Battle, gucken wir mal, was der kann. Tja, Wartezeiten auf dem Testserver mit Tier 5 sind schon relativ hoch. Das ist halt jetzt einfach der Testserver. Da kann man nichts machen. Das habe ich nie für den Invite. Training Room, ja. Naja. Also, Tundra, Tier 5 Match, das ist schön. Ja, Chinukai ist natürlich jede Menge dabei. Churchill, Excelsior, paar Mediums. Ein neuer deutsche TD ist auch dabei. SFL 4C heißt das Ding. So. Interessant. Die Map habe ich jetzt auch noch nicht so viel gespielt. Ich würde sagen, wir gehen mal so ein bisschen rüber auf die linke Flanke. Da könnte man eventuell mal ein bisschen da zwischen diesen Felsen da ein bisschen rumhängen. Dass man da mal ein bisschen guckt, was man da vielleicht irgendwas reißen kann. Ja, also, man sieht's. Nicht der mobilste Panzer. Ist jetzt nicht lahm oder so, aber naja, könnte besser sein, sagen wir mal so. 4,6 Sekunden Reload ist okay. Deswegen habe ich jetzt auch keinen Rammer eingebaut. Also das hätte jetzt 4 Zehntel gegeben und weiß ich nicht, ob man die jetzt unbedingt braucht. Da denke ich, ist Ventilation eher die bessere Option. Ja, also das Game stockt ein wenig. Weiß ich jetzt auch nicht so genau warum, aber naja. Pushen wir mal ein bisschen nach vorne. Haben wir da schon Kontakte? Noch nicht. Wie gesagt, ich kenne die Map jetzt auch noch nicht so top 100%. Ja, also. Denn die haben das ja auch rausgenommen. Früher war das ja so, dass eine neue Map, die neu hinzugefügt wurde, dann auch öfters vom Matchmaker ausgewählt wurde. Im Random Battle, das ist ja auch nicht mehr der Fall, leider. Ja. Und wir haben Teamkiller, auch sehr schön. Naja, Tester war halt, ne? Was will er machen? Tja, ich würde sagen, wir folgen jetzt hier einfach mal dem Heavy und dem TD da. Gehen wir hier so ein bisschen unterstützungsfrei aus der zweiten Reihe. Da haben wir einen anderen Shinukai. Kann ich vielleicht treffen? Ja, schlecht. KV2. Ne, DW2. Was ist das? Ach so, Durchbruchswagen, genau. Den habe ich auch noch nicht so oft gesehen im Battle. T25 kann ich nicht treffen hinterm Berg. Ich würde sagen, dann flankieren wir hier einfach mal weiter. In Richtung Base. Auf der linken Flanke. Oh, den hätte ich treffen können. T25. Tja, da habe ich nichts zum Schießen. Aha, T34. Können wir mal das Haus hier mal wegschießen oder so? Nö, klappt nicht. Aber gut, dann muss ich eben drum rumfahren. Ja, jetzt ist er wieder weg. Klasse. Hat man denn hier... Traut er sich nochmal hoch? Ich glaube nicht. Oder wohl? Egal. Wir pushen hier mal vorwärts. Ich will jetzt auch mal sehen, was die Gun drauf hat. Und dann hier Churchill. Da haben wir auch die Arti. Mal hier über den Berg drüber, da ist der T34. Ja, der ging daneben. Da haben wir den T34. Einmal sind wir schon getroffen worden.
Hier ist Bahnübergang. Oder auch nicht. Naja. Und der Treffer gegen den Turm, ja. Da ist keine Panzerung. Arti ist auch schon weg. Gucken wir mal, was hier hinter irgendwie noch umherlungert. Haben wir noch einen Shinukai da hinten, aber ich denke, das war es auch schon mehr oder weniger. T25. Ja, hat man jetzt nicht allzu viel gesehen in dem Battle, was der Panzer jetzt hier so kann. Naja. Oh ja, aber relativ mobil ist er, das hat, denke ich, hat man gesehen. Turm dreht sich vielleicht ein bisschen langsam im Vergleich zu anderen Tier 5 Mediums, aber ja, gut. Weiß nichts Spektakuläres hier, ja, da kann man nicht sagen. Ich würde sagen, das wiederholen wir mal schön. Siegfriedlein, aha. Ja, wieder Tier 5, das ist schon mal schön. Wird auf dem Test aber wahrscheinlich generell schwierig werden, jetzt in Tier 7 oder so zu kommen, weil natürlich jetzt jeder Tier 5 fährt, Shinukai und so weiter. Deswegen wird er wahrscheinlich... Aber gut. Soll uns ja mal recht sein. Tja, was ist das hier? Standard Battle, okay. Würde ich einfach mal sagen. Also in die Stadt gehe ich eigentlich ungern damit, weil das wird eher so ein Brawling-Fest und da bin ich nicht gut für geeignet mit der Panzerung. Bleiben wir mal so ein bisschen hier Richtung Feld. Fahren wir mal so ein bisschen mittig hier, würde ich mal sagen. Gucken wir, ob wir da irgendwas reißen können. Und ich sehe hier schon, das Ding ist relativ schmal. Wenn ich Glück habe, passt er eventuell sogar hier durch. Au. Na, fast. Na gut. Versuch was wert. Wenn ich jetzt nicht stuck wäre. Naja. Na gut, Turning Rate könnte wirklich ein bisschen schneller sein. Sowohl vom Turm als auch von der Hull. Aber man kann ja nicht alles haben. So. Was macht der T... Was macht der da? Okay. Er ist wohl in die Wand da reingeglitscht, Schei. Oh, nicht schlecht. Hab ich auch noch nicht geschafft bisher. Naja. Und hier schmeißen wir mal hier den Baum um. Hier haben wir auch ein bisschen Deckung. Schauen wir mal, ob hier vielleicht da mal ein Gegner kommt oder so. Ganz gut aus. Tja, ich glaube, dem kann keiner mehr helfen. Oh Mann. Ach du Scheiße. Die machen wir ja völlig fertig. Oh wei. Ich glaube, hier kommt nichts mehr. Aber weißt du was? Ich helfe dem mal ein bisschen. Ich versuche dem mal zu helfen. Vielleicht geht er doch. Oh wei. Was eine arme Sau. Ah, haben wir doch. Jetzt bin ich's. Wie geil. Das ist ja mal super. Oh Mann. Oh wei. Oder ist das jetzt ein Bug mit dem neuesten Patch, ey? Ich weiß es nicht. Nicht schlecht. Nicht schlecht, Herr Specht. Oh Mann. Da will man helfen und dann kommt man selber in so eine missliche Lage. Was will der denn jetzt hier? Ach, super. Jetzt hat er sich auch noch so zu schießen lassen, dass er mir wahrscheinlich genau den Weg versperrt. Ja. Oh, ich glaub's nicht. Aber es gibt Leute. Ich auch keine Chance, hier rüber zu kommen irgendwie. Doch, scheint zu funktionieren. Ich kann hier von dir sogar schießen, wer ist damit? Nee, na gut. Hey, juhu. Und ich krieg wieder nichts zu schießen. Ja, das wird ein sehr tolles Preview, ich sehe es schon. Weiß ich nicht.
es ist Testserver. Vielleicht sollte ich nicht versuchen, den Panzer so zu spielen, wie man spielen sollte. Vielleicht sollte ich einfach chargen wie die anderen auch. Das wäre vielleicht besser. Vielleicht bekomme ich dann auch was mal vor die, vor die Flinte, anstatt immer nur zurückzuhängen und dann Leuten zu helfen und dann selber in irgendwelche komischen Bugs zu geraten oder ähnliches. Naja, ja, weil. Ah, Su-26. Guter Gegner. Oh Mann. Ja, also die Gun ist schon recht gut. Schätze ich mal. Gegen so Tier 5 und so, aber naja. Ist wirklich zum Testen sind wir jetzt noch nicht gekommen. Schauen wir mal. Wo war der andere? War der rechts hier? Ich glaube schon. Schauen wir mal nach. Stück 30 ins Wasser gefahren, auch nicht schlecht. Das sind die Besten, die auf dem Testserver cappen wollen. Das sind sowieso die Könige. Ja, das bringt einfach mal überhaupt nichts. Wo ist das Scheißding? Das ist ja unglaublich. Wo ist der denn hingefahren? Aha. Schauen wir mal. Aha. Oh ja. Einigermaßen präzise scheint es ja zu sein. Er hätte, glaube ich, auch getroffen, aber ist zurückgefahren. Ah, komm, 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 komm. Jawohl. Nice. Naja, also Snipen, denke ich, geht ganz gut. Wie man sieht. Naja. Aber das war echt nicht schlecht mit dem einen da, der da in der Wand gehängt hat. Oh Mann. Hatte ich auch noch nicht. Naja. Gut, gut. Ich würde sagen, ja, machen wir mal noch eins, keine Ahnung. Also, sonst denke ich ein bisschen langweilig. Ja, tut mir jetzt natürlich irgendwie auch ein bisschen leid, aber ja, was soll ich machen, ne? Tester war halt. Ich werde jetzt einfach mal beim nächsten Match jetzt einfach mal reinrushen mit. Ja. Ich weiß, dass man den so nicht spielen sollte, aber ich denke mal, es ist besser, als gar nichts vor die Flinte zu kriegen. Und wieder Tier 5, Murovanka. Tja, so ist das. Nicht meine Lieblingsmap, ehrlich gesagt. Nie gewesen. Kommt für mich ehrlich gesagt viel zu oft. Ich habe die andauernd, also ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie gefällt mir die nicht. Ich für meinen Teil hätte zum Beispiel viel lieber Dragon's Ridge zurück. Aber gut, macht man nix. Ja, und eine sehr qualifizierte Aussage von seitens unseres Excelsiors. Werde ich jetzt mal nicht darauf antworten. Fahren wir einfach mal jetzt hier links. Die linke Flanke auf den Sniper-Wald habe ich nicht unbedingt Lust, ehrlich gesagt. Hm. Keine Ziele hier. Mal 38T, das Ding ist gemein. Habe ich in meinem Preview über die TD-Line schon zugesprochen. Das Ding ist echt. Ja, das Ding ist fies. Das kann echt ordentlich was raushauen. Und da haben wir einen Chinokai. Und trotzdem eine recht lange Aim-Meter, wie man hier sehen kann. Aber ja, der Schuss war schlecht. Das war ich aber schuldig, der Panzer. Ja, schon besser.
schon recht gut drauf. Für so Tier 5 Mediums hier auch absolut genug Pen, das ist ganz klar. Ja, das war das Gun-Mantlet. Also das scheint wirklich was Besseres etwas mehr auszuhalten. So, der Excelsior hier oben ist echt recht gut gepanzert, aber nicht gut genug. Ja, also die Gun ist schon nicht schlecht. Auch relativ präzise. Wo habe ich den jetzt reingekriegt? Ja, da. Guckt euch das an, da. Auf dem Winkel und trotzdem hat er penetriert. Ja, also so viel zum Thema Panzerung, ja. Ah, der hat nicht gesessen. Oh, schlecht. Entschuldigung, ich bin ein wenig erkältet. Das könnte leider passieren. Haben wir denn da? Das sieht gut aus. Ja. Und da ist das kleine Ding. Ach ja, und AFK, wie schön. Der ist auch weg. Ach ja, der Flakbus. Schön durchs Gun-Mantlet. Quatsch, durchs Gun-Shield. Hat kein Mantlet. Hat er ein Mantlet? Ich weiß gar nicht. Da ist der nächste. Ja. Das sieht gut aus. Die Gun ist durchaus okay. Kann man sich nicht wirklich drüber beschweren in Tier 5. Auf dem Tier 5 Medium. Ja. Der Rest ist ja eher so ein bisschen mediocre. Also, ja so, naja. Mittelmäßig. Okay, zum Captain wollen wir nicht. Ja, da lebt auch nur noch einer. Würde mir fast vorstellen, ist der hier irgendwo im Camp Forest sitzt. Ich meine, wo auch sonst als TD, ne? Aha. Dann schau mal einer an. Also Rammen tue ich jetzt hiermit nicht. Und das hat sich wohl erledigt. Naja. Und unser Excelsior wieder. Nicht nur unqualifizierte Äußerungen, sondern auch noch unqualifizierte Aktionen auf dem Schlachtfeld. Naja. Was soll man machen? Ja, und das ist, denke ich, schon eindeutig besser, ja. Also, nicht schlecht. Also das Ding kann durchaus funktionieren. Ja. Oh, gut Damage gemacht für Tier 5. Schön, schön. Schön, schön. Du jetzt mal folgendes. Du jetzt mal hier die Coated Optics raus und mal einen Gunrammer rein. Schauen wir mal. Oder? Vielleicht auch was anderes. Hm. Nö, machen wir so. So, noch eins und dann denke ich, reicht auch. Ah, das ist doch sehr gut. Dann machen wir Tier 7. Das ist gut. Das ist sehr gut. Aber ich denke, Tier 7 ist das Teil auch wieder nicht so toll. Weil, wie gesagt, gut, panzerungstechnisch, da, da reicht auch wahrscheinlich auch Tier 3, dafür, dass er nicht mehr toll ist, ne? Aber, ja gut, Tier 3 vielleicht nicht, aber Tier 4 sicherlich. Aber wie gesagt, jetzt ja auch die Gun ist ja eigentlich so mehr oder weniger das Einzige, was so einigermaßen gut ist auf dem Ding. Aber in Tier 7, mit wie viel Patten? 125 oder was war das? Ja, 124. Naja. Ich würde fast sagen, beziehungsweise ich sehe gerade, ich habe zweimal AP. Ja, ich habe zweimal AP. Ich habe gar nicht APCA dabei. Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Das ist sehr interessant, weil APCA hat ja etwas andere Regeln als AP. APCA hat ja, also verliert Penetration deutlich schneller auf Distanz, als es bei AP der Fall ist. Das ist interessant. Das ist wirklich interessant. Das ist interessant. Das ist sogar sehr interessant.
Da bin ich mal gespannt, ob das ein Feature von allen japanischen Panzern, also oder von vielen japanischen Panzern, dass die gar keine APCR haben, sondern nur zwei verschiedene AP-Typen. Interessant. Sehr interessant. Ist mir bisher noch gar nicht aufgefallen. Tja, ich glaube, das hier ist nicht wirklich die richtige Position. Hm. Wo ist auch unser Team ist da unterwegs? Ja, dann fahre ich da auch hinterher. Normalerweise würde ich ja sagen, fahr auf die andere Flanke, um die zu unterstützen, aber in Tier 7 jetzt da mit zu dritt. Mit wie viel? Ein Tier 6 und zwei Tier 5ern? Nee, glaube ich, das ist eventuell nicht so eine tolle Idee. Fahren wir mal lieber mit in die Richtung. Gucken wir mal, was die Gun so gegen Tier 7 auf der Reihe kriegt. So, schließen wir mal hier auf zu unserem Team. Schauen wir mal. So, 152. Tja, da sollte man eigentlich durchkommen. Ich möchte jetzt hier auch nicht zu schnell fahren vor die Heavys, also in Tier 7. Absolut nicht. Selbst auf dem Testserver. Gucken mal, ob man hier vielleicht ein bisschen flankieren kann oder so. Ist auch nicht wirklich meine Lieblingsmap hier. Port. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist... Naja. Kurven wir mal hier um den Schrotthaufen darum. Oh wei, das ist schon zu weit. Oh, Snapshot funktioniert einigermaßen. Zweimal so 152. Ich denke mal, dass die mich sogar one-shotten könnten. Was ist das? Typ 64. Oder Type 64. Das ist der neue chinesische Light, ne? Ist das? Ja. Was macht der? Ja, fahren wir mal hier. Da wird der IS... Oh Mann. Ja, oder auch nicht. Ich denke mal, das wird der IS-2 schon irgendwie frei kriegen. Oh wei, der guckt in meine Richtung. Oh wei, oh wei, oh wei, oh wei, oh wei. Ah, hier passiert mir wahrscheinlich dann nichts. Die Dings hier weg. Ah, klappt doch alles ganz gut. Schön in den Kampfraum da schießen. Oh, was war das denn? Ach, da habe ich vorne getroffen, ja. Das sieht doch gut aus. Und noch einen. Alles klar. Gucken wir, ob wir hier AT7 und Tiger 1 flankieren können. Ja. Und das ist pentechnisch. Und der Tiger 1 schießt seinen Kameraden an. Aber jetzt habe ich natürlich ein bisschen leichtes Problem. Durch den Weak Spot komme ich natürlich durch. Aber ach du heiliger. Okay. Okay. Was zum Teufel? Gut, diese Gun. Ist das ein Autoloader? Ja. Also wenn das kein Autoloader ist. Wow. Da muss ich jetzt aber mal nachgucken. Da werde ich jetzt aber mal nachschauen. Halleluja. Alter Schwede. Was hat AT7? Das ist jetzt zwar ein bisschen off-topic, das weiß ich, aber tatsächlich. Ach du Heiliger. 10 Stück. Boah. Cool. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Das wusste ich nicht, dass der... Wow. Ah, ich bin ja auch auf dem Weg dahin. Wow. Da bin ich mal gespannt drauf. Gut, ich könnte mir vorstellen, dass die gegen Tier 7 und so wahrscheinlich extrem schlecht ist, aber... Alter Schwede, gegen mich? Tödlich. Gut, das wusste ich nicht. Das wusste ich nicht. Da habe ich die Quittung für bezahlt. Naja. Aber gut. Ja, Chinukai. Erster japanischer Panzer im Spiel. Ja, was sag ich?
würde ich ihn empfehlen? Naja, ich weiß nicht. Also, schlecht ist er nicht unbedingt, aber naja, also wirklich was Besonderes ist er eigentlich auch nicht. Also, keine Ahnung. Nee, also wirklich empfehlen würde ich ihn wahrscheinlich nicht. Es sei denn natürlich, ihr wartet natürlich auf die auf den normalen japanischen Tech Tree. Dann könnte es euch interessant sein für Crew Training und so weiter. Ne? Das ist klar. Zumal ja auch wahrscheinlich die Heavies von den Japanern gar nicht am Anfang rauskommen werden, sondern nur die Mediums. Ja, also das auf jeden Fall. Das könnte man natürlich damit machen, ne? Aber ja, ansonsten einfach nur so als Fun-Tank, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Also, da würde ich dann wahrscheinlich doch eher, keine Ahnung, hier so in die Richtung hier so empfehlen. Hier so dicker Max technisch oder so Tier 6 Panzer 4 Schmalturm, so. Also eher so Panzer 4 Schmalturm. Es ist zwar Tier 6 und nicht Tier 5, aber weiß ich nicht, also generell so Tier 5 Premiums, T25, weiß ich nicht. Also die sind alle nicht schlecht, aber ja. Matilda auch, Churchill. Es sind alles keine schlechten Panzer, so wirklich, aber ja. Also ob man da jetzt unbedingt einen Premium-Panzer verkaufen muss, weiß ich nicht. Also ich denke, da kann man auch durchaus. Also wenn es jetzt nur um Spaß geht, kann man da auch durchaus normalen Tier 5er fahren aus dem normalen Tech Tree. Da muss man jetzt nicht unbedingt zu einem Premium greifen und um Credits zu grinden. Um Credits zu grinden, geht's ja auf dem Tier in der Regel sowieso nicht. Also das wäre auch noch so eine Sache. Dafür bräuchte man ja dann auch nicht. Also eher nein. Meine Empfehlung würde lauten eher nein. So zum Spaß so Low Tier, Medium, Premium würde ich dann auch eher so, wie gesagt, Panzer 4 Schmalturm oder sowas empfehlen. Ja. Jo, gut. Ich denke, das soll es dann erstmal gewesen sein. Ich möchte mich dann auch für etwaige Knackser oder kleinere Störgeräusche entschuldigen. Das ist einfach mein Headset, was irgendwie, naja, eigentlich nicht wirklich billig ist, aber das ist halt aus Plastik irgendwie und gut, aus Plastik sind sie alle, aber das knarzt halt schon mal so ein bisschen, wenn ich meinen Kopf bewege und so und das kann durchaus sein, dass das daher kommt. Was ich mir wahrscheinlich zulegen werde, ist, ich werde mir so ein Standmikrofon kaufen in näherer Zukunft. Schreibt mir einfach in die Kommentare, was ihr davon haltet, ob ihr findet, dass das notwendig ist, weil die sind nicht ganz billig, aber ich denke mal so, also wenn es sich lohnt, dann sollte man das schon machen, weil das geht mir auch selber ein bisschen auf die Eier. Ne? Also ich höre das ja auch selber die ganze Zeit im Ohr, wenn das so knackst. Ähm, ja, ansonsten könnt ihr mir auch gerne schreiben unten, wie es euch gefallen hat. Erstes Video in Deutsch. Ja, ich denke mal, das war jetzt ein bisschen lockerer vielleicht auch. Ähm, gut, ob das jetzt so viel Preview-Charakter hatte, war natürlich teilweise auch ein bisschen Testserver-mäßig und lustig mit dem einen da, der da so ein bisschen stecken geblieben ist und ich dann nachher auch. Das war echt ganz witzig. Schreibt unten rein, wie es euch gefallen hat. Und ich würde sagen, damit verabschiede ich mich und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal. Ciao, ciao.